not one mother, not one child deserved to die. Not one. In keiner der österreichischen Städte und auch nicht in Hamburg und auch nicht in Dresden, in keiner dieser Städte hat es auch nur eine Mutter oder auch nur ein Baby verdient zu sterben. They didn't have it coming. Sie waren nicht selber schuld. They didn't deserve it. Sie haben es nicht verdient. I am very pleased to see you. Very pleased. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. And for the greeting that you gave to me. Thank you. Und für euer Willkommen. I was at a breakfast place this morning having some breakfast. Ich hatte heute Morgen Frühstück. And sitting near me was a man about 26 years old. Und in meiner Nähe saß ein Mann ungefähr 26 Jahre alt. With a tiny baby. Very tiny baby. Winziges Baby. And he was trying to eat with one hand and hold the baby with the other. Und er versuchte mit einer Hand zu essen und hielt das Baby mit dem anderen. His love for that baby, it radiated. You could feel his love for the baby he held. Die Liebe, die er für sein Baby hatte, konnte man richtig fühlen. And the baby was beautiful, a beautiful child. Das Baby war wunderschön. It's beautifully formed, little tiny human being. Ein winziges Menschlein mit wunderschönen Formen. And I said to myself, this is what it's all about. Und ich sagte zu mir selbst, genau darum geht es. I had to come through the airport this time, my 53rd time coming to Germany, 53rd. Das ist mein 53. Mal, dass ich nach Deutschland komme, über den Flughafen. But this was my first time in a Rollstuhl. Dies war mein erstes Mal in einem Rollstuhl. I'm afraid I'm getting a little bit old. Ich fürchte, ich werde ein bisschen älter. Alt. Uralt. I feel so stupid in a wheelchair. Ich fühle mich sehr dumm in einem Rollstuhl. But this has been a long journey. Dies war eine lange Reise. Tonight is meeting number 266. Heute ist Treffen Nummer 266. But it's a special meeting, isn't it? Aber es ist ein ganz besonderes Treffen, Because we are in Austria. weil wir in Österreich sind. Not now, but there will be a time Nicht jetzt, aber eines Tages, when you will understand how special Austria is to me. wenn ihr versteht, wie wichtig Österreich für mich ist. But not tonight. Aber nicht heute Abend. So tonight we have to talk about this baby. Heute Abend reden wir über dieses Baby. We have to talk about the future of this baby. Wir müssen über die Zukunft dieses Babys sprechen. I don't know if this was an Austrian man or a German man. Das macht nichts. It makes no difference. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher oder ein österreichischer Papa war.
It's the baby that matters. Es geht um das Baby. You see, that baby is born maybe 6 weeks ago, maybe. Das Baby ist vielleicht 6 Wochen alt. But there will be millions upon millions of babies born after this one. Millions. Es werden Millionen von Babys nach diesem Baby geboren werden. And that is the reason that I was born to this earth. Und das ist der Grund, warum ich auf dieser Erde geboren wurde. I am to bring healing where healing is needed. Ich bringe Heilung, wo Heilung gebraucht wird. And I am to bring truth where there is no truth. Ich bringe Wahrheit, wo keine Wahrheit herrscht. And I am to create a world where these millions of babies will be born free. Ich werde eine Welt schaffen, wo diese Millionen von Babys frei geboren werden. Now this job is way too big for me. Way too big for me. Diese Aufgabe ist viel zu groß für mich. There are so many things that we must do together. Da gibt es so viele Dinge, die wir gemeinsam tun müssen. In the book Constance's Kind, In dem Buch Konstanzes Kind, a young Austrian girl ein junges österreichisches Mädchen, caught up in a terrible war, caught up in it, gefangen in einem schrecklichen Krieg, is trying to make her way south to find her way back home versucht ihren Weg nach Süden, zurück nach Hause zu finden, in Austria. in Österreich. Millions of refugees, Tausende Flüchtlinge, soldiers from 50 different countries, Soldaten von 50 verschiedenen Ländern, no law and order. keine Gesetz und keine Ordnung. She comes up to a checkpoint, Sie kommt zu einem Checkpoint and the British are there, und die Briten sind dort. and they're taking the Germans and interrogating them and moving them off to the side. Und sie nehmen die Deutschen und verhören sie und bringen sie auf die andere Seite. And Constanza expects the same thing to happen to her. Und Konstanze erwartet, dass ihr das Gleiche widerfahren wird. But the British soldier at the table says, "Oh no, you have no problems Aber der britische Soldat am Tisch sagt, ach nein, du hast keine Probleme, because you're one of us. weil du bist eine von uns. You're part of the Allies. Du bist Teil der Alliierten. You were only a victim Du warst nur ein Opfer of these terrible, terrible Germans. dieser schrecklichen, schrecklichen Deutschen. So go on your way. Go home. Also geh nach Hause, geh. We will take care of you Wir werden uns um dich kümmern, because you're one of us." denn du bist eine von uns. My wife, Lisa, who wanted very badly to be here tonight, Meine Frau Lisa, die heute Abend sehr gerne hier gewesen wäre, she's as young and beautiful as I am old and ugly. sie ist so schön und jugendlich, wie ich alt und hässlich bin. Like Beauty and the Beast. Wie die Schöne und das Biest. But Lisa and I are very loyal people. Aber Lisa und ich sind sehr loyale Menschen. And since I had to be here most of the last few years, most of the time, Und da ich die größte Zeit der letzten Jahre hier war, we had a shepherd dog, a Alsatian dog, a German shepherd dog, who protected Lisa. hatten wir einen deutschen Schäferhund, der auf Lisa aufgepasst hat. And she protected Lisa well. Und sie hat sehr gut auf Lisa aufgepasst. Now she's too old. Jetzt ist sie zu alt. She can't get up and down the stairs anymore. Sie kann nicht mehr die Treppen rauf und runter laufen. She's helpless. Sie ist hilflos. So Lisa has to be with her tonight. Also Lisa muss heute Nacht bei ihr sein.
Simple loyalty. Ganz einfache Loyalität. But I remember Lisa and I spending a New Year's Eve in Austria. Ich erinnere mich, wie Lisa und ich einen Neujahrsabend in Österreich verbracht haben. And we were up in a little village. Wir waren in einem kleinen Dorf. With the mountains over us. Mountains over all around us. Mit den Bergen über und überall um uns herum. And on New Year's Eve we took a walk through the village. Und am Neujahrsabend sind wir durch das Dorf gelaufen. And here was the church. Und da war eine Kirche. And in the graveyard of the church, Und im Friedhof der Kirche there were little oval pictures waren kleine ovale Bildchen of 19-year-old Austrian boys. 19-jährigen österreichischen Jungs. One after another, after another, after another. Einer neben dem anderen. And I thought to myself, every family in this village was affected by this. Every family had a young boy in that oval. Every family. Und ich sagte zu mir, jede Familie hatte einen Jungen in diesen ovalen Bildchen. And then 19 years later, another generation of young Austrian boys in the same cemetery. 19 or 90? 19. 19 Jahre später eine neue Generation an jungen Jungs in diesem Bildchen. These were not old men ready to die. Das waren keine alten Männer, die bereit waren zu sterben. These were Austrian teenagers Das waren österreichische Teenager with all of their life in front of them. mit deren ganzen Leben noch vor sich. Many of those young boys weren't even in the cemetery, only their pictures. Die meisten dieser Jungs waren gar nicht im Friedhof, nur ihre Bilder. They were gone, but nobody knew where they were. Sie sind weg, aber niemand weiß genau, wo sie sind. None of them were fighting for the Allies. Niemand von denen hat für die Alliierten gekämpft. They were not British, nor American, nor French. Sie waren nicht Briten, nicht Amerikaner, nicht Franzosen. I was deeply moved by that. Das hat mich alles sehr bewegt. Every family in the village Jede Familie in diesem Dorf. But there was no complaints. Aber da waren keine Beschwerden. So we talk about this baby and all of the babies not yet born, Also wir reden über dieses Baby und alle Babys, die noch nicht geboren wurden, who will have the privilege of speaking the German language. die das Privileg haben werden, die deutsche Sprache zu sprechen. They will have the privilege of hearing Beethoven's Ninth Symphony. Die das Privileg haben werden, die 9. Sinfonie von Beethoven zu hören. They will have the privilege of knowing that they are part of Mozart and Bach and Beethoven, of Goethe and Schiller and Kant and thousands of others before them. Das Privileg haben zu wissen, dass sie Teil sind von Beethoven, von Goethe, von Bach, von Kant And Schiller. und Schiller. You see, it was the little fat man named Churchill, little fat man, Es war der kleine fette Mann, Churchill, who said we must destroy the spirit of Schiller and the spirit of Goethe and the spirit of Germanness. We must destroy it. der gesagt hat, wir müssen den Geist der Deutschen, den Geist von Schiller und Goethe, And he used a word in English and a voice in English to mean ausraten und Vernichtung. er benutzte die Worte Ausrotten und Vernichtung. It had to be totally destroyed. Es musste komplett zerstört werden.
He did not separate it out. He was talking about a spirit of Deutschtum. Er sprach von dem Deutschsein. Deutschtum. Deutschtum. Ja. Which is a way of thinking. Das ist eine Art zu denken. A way of speaking. Eine Art zu sprechen. A frequency and a tone. Eine Frequenz und ein Ton. A way of life. Eine Art zu leben. People ask me today, William, compare and contrast the Germans and the Austrians. Tell me, what is the difference? Leute fragen mich oft, was ist der Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern? I do not see things in a political way. Ich sehe Dinge nicht auf eine politische Art. I don't see a border running down. Ich sehe keine Grenze. I see a spirit Ich sehe einen Spirit. that is a very, very special spirit. Es ist ein sehr, sehr besonderer Geist. In every area of human endeavor, every area, In jedem Bereich des Menschseins. this spirit of Deutschtum Diese, dominates diese, worldwide. so. Dieser Geist des Deutschtums dominiert die Welt. This father this morning at breakfast radiated that spirit. Dieser Vater heute Morgen beim Frühstück hat diesen Geist The ausgestrahlt. baby he held is drinking in that spirit and also radiating that spirit. Das Baby, das er hielt, nimmt diesen Geist auf und strahlt ihn auch aus. The world is desperate for this spirit. Die Welt braucht diesen Geist. The world is boring and mediocre without this spirit. Die Welt ist langweilig und mittelmäßig ohne diesen Geist. Why did it need to be destroyed? Warum musste er zerstört werden? So thoroughly destroyed So grundlegend zerstört werden, that one little village cemetery dieser kleine Friedhof in diesem Dorf lost all of their beautiful children verlor all seine wundervollen Kinder in an attempt to destroy something that was beautiful. in dem Versuch, etwas zu zerstören, was wunderschön ist. Who else could produce the music you heard? Who? Wer sonst könnte die Musik komponieren, die ihr gerade gehört habt? No one can. Niemand. Who can write the essays and stories of Schiller, Wer kann die Essays und die Geschichten von Schiller schreiben? the inspired poetry of Goethe, Die inspirierten Gedichte von Goethe? the philosophy of Kant? Die Philosophie von Kant? And there are thousands of Austrians who are at or near that level, Es gibt tausende Österreicher, die sind in der Nähe oder sogar auf diesem Level. who would want to destroy this? Wer möchte das zerstören? When I looked at that little baby and I saw the beauty in that child, Als ich dieses Baby sah und die Schönheit in diesem Baby sah, who would want to slaughter that child? Who? wer würde dieses Baby abschlachten wollen? Who would want to drop bombs on the cities where the mothers and babies were? Who? Wer würde Bomben abwerfen wollen über den Städten, wo die Mütter und Babys sich aufhalten? 4.5 million Germans murdered
4,5 Millionen Deutsche ermordet. Hundreds of thousands of Austrians murdered. Hunderttausende Österreicher ermordet. So that this spirit could be erased from the earth. Sodass dieser Geist vernichtet werden kann. Who would do this? Wer würde so etwas tun? Oh, but you say, Professor, we know why it was done. We know why. Vielleicht sagt ihr jetzt, Professor, wir wissen warum. We were taught it in our schools. Wir haben es in der Schule gelernt. We've been taught it ever since. These people had it coming. Wir haben gelernt, diese Menschen haben es verdient. These people deserve to be killed. Diese Menschen haben es verdient, getötet zu werden. It was only justice. Es war nur Gerechtigkeit. Only justice. Nur Gerechtigkeit. It was only fair. Es war nur fair. What if they didn't have it coming? Was, wenn sie es nicht verdient haben? All those children Alle diese Kinder in the Austrian cemetery. in diesem österreichischen Friedhof. A professor is supposed to ask questions. Oh, I ask you a question. Professoren sollen Fragen stellen und ich stelle euch eine Frage. What if they didn't deserve it? Was, wenn sie es nicht verdient haben? After the war was over, Nachdem der Krieg vorbei war, 2.4 million more German speakers were killed. After the war was over. nachdem der Krieg vorbei war, nochmal 2,4 Millionen deutschsprachige Menschen, die getötet wurden. They would not bow their knee to the Allied forces, so there was no food. Die haben sich nicht verneigt vor den Alliierten. Da war kein Essen, keine Nahrung, There was no shelter. keine Behausung, There was no jobs. keine Jobs. 2.4 million died after the war was over 2,4 Millionen starben, nachdem der Krieg vorbei war. for the same reason. Für die gleichen Gründe. They had it coming. Selber schuld. It was justice Gerechtigkeit, because they spoke German. weil sie Deutsch gesprochen haben. They were of a spirit that the Allies did not understand. Sie waren von einem Geist, den die Alliierten nicht verstanden haben. They were of a spirit that the Allies were jealous of. Sie waren Teil eines Geistes, wo die Alliierten neidisch waren. They were jealous. Sie waren eifersüchtig, They were envious. neidisch. And they didn't know anything about Germanness. Nothing. Und sie wussten nichts über das Deutschtum. They didn't like the sound of it. Sie mochten den Klang nicht. It was foreign to them. Es war fremd für sie. I propose to you Ich schlage euch vor, that in Austrian cities and in Dresden and Hamburg, not one mother, not one child deserved to die. Not one. dass in keiner der österreichischen Städte und auch nicht in Hamburg und auch nicht in Dresden, in keiner dieser Städte hat es auch nur eine Mutter oder auch nur ein Baby verdient zu sterben. They didn't have it coming. Sie waren nicht selber schuld. They didn't deserve it. Sie haben es nicht verdient. They were murdered Sie wurden ermordet, because of who they were, weil sie waren, wer sie waren. because of the way they spoke, Wegen der Art, wie sie sprachen. because they were too good Weil sie zu gut waren and no one could compete with them. und niemand gegen sie gewinnen konnte. And where did the bombs come from? Und wo kamen die Bomben her? Were these brave people who face to face were fighting? Waren das mutige Menschen, die von Angesicht zu Angesicht kämpften?
No, they were so high in the sky that you couldn't even see them. Nein, die waren so hoch oben in der Luft, dass sie nicht einmal sehen konnten. They were 40 miles away firing artillery. You couldn't even hear the artillery, only feel the bombs. Sie konnten die Artillerie nicht mal hören, sie konnten nur die Bomben fühlen. And most of those who died were women and children. Die meisten von denen, die gestorben sind, waren Frauen und Kinder. Now, in Germany, In Deutschland, if you ask the question, und du fragst, did they deserve to die? haben sie es verdient zu sterben? You can go to prison. Kannst du ins Gefängnis kommen. Because the answer to the question is offenkundig. Yeah. Weil die Antwort auf diese Frage lautet offenkundig ja. You go into court and the judge says, you are guilty. Du gehst vors Gericht und der Richter sagt, du bist schuld. What did I do wrong? Was habe ich falsch gemacht? You question the story. Du hast die Geschichte hinterfragt. You asked the forbidden question. Du hast die verbotene Frage gefragt. What if? Was wenn? What if they didn't deserve to die? Was, wenn sie es nicht verdient haben? That means they were murdered by someone. Das würde bedeuten, sie wurden von jemandem ermordet. It was an accidental homicide. Es war ein zufälliger Völkermord. It was first-degree murder. Es war Mord ersten Grades. Murder by intent. Beabsichtigter Mord. You say yes, but the story. The story is true. The story is history. Du sagst, naja, aber die Geschichte, die ist doch wahr. They spoke German, they should die. Sie haben Deutsch gesprochen, also sollten sie sterben. Every one of the professors of Alle Ärzte und Professoren philosophy, der Philosophie, everyone agrees. alle stimmen überein. I live in the academic world. Ich lebe in der akademischen Welt. We are trained to look for proof. Wir werden darauf trainiert, für Beweismittel zu suchen. Every doctor of philosophy that I know says that the study of history is not science. It's not. Jeder Doktor der Philosophie sagt, die Erforschung der Geschichte ist keine Wissenschaft. This isn't what the right-wing extremists say. Das ist nicht das, was die Rechten sagen. This isn't what the conspiracy theorists say. Das ist nicht das, was die Verschwörungstheoretiker sagen. This is what the most learned men and women in the world say. Das ist das, was die intelligentesten Männer und Frauen der Welt sagen. History is a fiction novel. Geschichte ist ein Roman. That's what they say. Das ist das, was sie sagen. There's no proof to it, to anything. Es gibt keinen Beweis für irgendwas. It is a story. Es ist eine Geschichte. And it's made up by one group of people, a story. Und diese Geschichte wurde von einer bestimmten Gruppe Menschen erfunden. And in that story it has to be simple. Und diese Geschichte muss einfach sein, So you can teach it to the kindergarten children. sodass du es den Kindergartenkindern beibringen kannst. And in the story there has to be a monster. Und jede Geschichte braucht ein Monster. A monster with blood coming down their face and with wild red eyes. A monster. Ein Monster mit roten Augen und Blut, das aus den Mundwinkeln strömt. And it has to be exaggerated. Das muss übertrieben werden. And then there has to be bad people who follow the monster. Und dann braucht es böse, böse Menschen, die diesem Monster folgen. I mean, the Grimm brothers could do this. Sogar die Grimm-Brüder konnten das. And then there has to be the angels and the good people. Und dann braucht es natürlich auch die Engel und die guten Menschen. And the Berzovich, they can do nothing right. Nothing right.
Und die Bösen können nichts richtig machen. So naturally they can be killed So natürlich können die getötet werden. because they're not human. Denn das sind ja keine richtigen Menschen. But the ones who kill them have to be the saviors. Und diejenigen, die diese töten, das sind die Befreier. They ride only on a white horse, wearing a white hat. Die reiten auf einem weißen Pferd und tragen einen weißen Hut. They are like angels. Das sind wie Engel. They can do no wrong. Die können nichts falsch machen. The story has to be that simple. Die Geschichte muss so einfach sein. So they're not murdering anyone. Also die bringen niemanden um. They're bringing justice Die bringen Gerechtigkeit and fairness und Fairness and making things right. und stellen Dinge richtig. The problem with the story is no one can question it. Das Problem mit dieser Geschichte ist, dass sie niemand hinterfragen darf. Every German that I have spoken to has questions in their heart. There's questions they want answers to. Alle Deutschen, die ich je begegnet bin, die haben Fragen in ihrem Herzen. Fragen, auf die sie eine Antwort möchten. But they're afraid to ask questions. Aber sie haben Angst, Fragen zu stellen. Offenkundig. Offensichtlich. Offenkundig. Offenkundig. So what is the verdict? Schuldig. So you lose your job. Du verlierst deinen Job. Your neighbor won't talk to you anymore. Dein Nachbar wird nicht mehr mit dir reden. You say good morning. Du sagst guten Morgen. This is in the modern world. I'm not talking about 70 years ago. I'm talking about 70 minutes ago. Ich spreche von vor 70 Minuten, nicht von vor 70 Jahren. Das ist die moderne Welt. In the modern world, the most intelligent people on earth can't ask simple questions. In einer modernen Welt können die intelligentesten Menschen der Welt keine einfachen Fragen stellen. Shut up. Believe the story. Halt's Maul und glaube an die Geschichte. Then the first question I can ask is, Die erste Frage, die ich beantworten kann, ist: who brought us the story? Wer brachte uns diese Geschichte? Who brought the story? Wer brachte die Geschichte? Who wrote the story? Wer hat die Geschichte geschrieben? Why did they bring the story? Warum haben sie die Geschichte gebracht? So they would be forever innocent. Damit sie auf immer unschuldig bleiben. There are people walking around in Germany who look German. Es gibt Menschen, die in Deutschland herumlaufen und wie Deutsche ausschauen. And they speak some form of German. Und sie sprechen auch eine Art Deutsch. I mean, Schiller couldn't understand them, but they still speak some form of German. Schiller hätte sie nicht verstehen können, aber sie sprechen doch eine Art Deutsch. They have a passport that looks German, Sie haben einen Pass, der wie ein deutscher Pass ausschaut. but because of the story, Aber wegen der Geschichte you have this whole country habt ihr ein ganzes Land and there is no Germans. und es gibt keine Deutschen. Where did they go? Wohin sind sie verschwunden? And who are these people? Und wer sind diese Menschen? The job is too big for me. Diese Aufgabe ist zu groß für mich. Many German women Viele deutsche Frauen are attractive in their features, attractive, schauen sehr schön aus, sind attraktiv. as many of you are attractive in your features. Genauso wie auch viele von euch sehr attraktiv sind. The little baby is beautiful in its features. Das kleine Baby hat wunderschön ausgeschaut. But in Germany, not so much in Austria, but in Germany, attractive women have Angst.
around their eyes. In Österreich nicht ganz so sehr, aber in Deutschland haben attraktive Frauen Angst in ihren Augen. They don't know who will protect them. Sie wissen nicht, wer sie beschützen wird. Because German men don't know what a German man is supposed to be like. Weil die deutschen Männer nicht mehr wissen, was ein deutscher Mann sein sollte. So German women have to carry a burden. Also müssen die deutschen Frauen eine große Last tragen. Who will protect me? Wer wird mich schützen? Who will protect my children? Wer wird meine Kinder beschützen? German men live in confusion. Deutsche Männer sind verwirrt. I've done 5 flip books, Lisa and I. 5 flip Ich habe books 5 Flipbücher gemacht, to explain to you Bletchley Park, to explain to you the Rheinwiesenlage, to explain to you why it is good to be German, or why it is good to be German speaking. Why? 5. 5 Büchlein, in denen wir euch erzählen, warum es gut ist, deutsch zu sein. I'm working on number 6 right now. Wir arbeiten an der Nummer 6. Well, you know what the name is? Wisst ihr, wie es heißen wird? Where are the German men? Wo sind die deutschen Männer? We don't need German men. We have 75,000 Americans to protect us. Wir brauchen keine deutschen Männer. Wir haben 750.000 Amerikaner, die uns beschützen. And there's another 25,000 Brits to protect us. Es gibt 25.000 Briten, die uns beschützen. Who brought the story in the first place? Wer hat die Geschichte in erster Linie zu uns gebracht? And now they're the protectors? Und jetzt sind sie unsere Beschützer? These are the people who wouldn't know Beethoven from a baseball player. Das sind Menschen, die Beethoven nicht unterscheiden können von einem Baseballplayer. And they're here to protect you. Aber sie sind da, um euch zu beschützen. Because we have made your men confused and weak. Weil sie eure Männer verwirrt und schwach gemacht haben. A man tries to be strong and stand up for his family and make himself strong. Immediately he comes under suspicion of the police. Immediately. Wenn ein Mann versucht, stark zu sein und für seine Familie einzustehen, wird die Polizei sofort misstrauisch. I came in a rollstool, remember? Erinnert ihr euch? Ich kam in einen Rollstuhl. Das war kurz. I don't care what you think. Ist mir egal, was ihr denkt. Men are supposed to be strong, Männer sollen stark sein. and women are not supposed to be afraid. Und Frauen sollten keine Angst haben müssen. Now, if we ask the question, we don't have to answer it. Also wenn wir die Frage fragen, wir müssen What? sie nicht gleich beantworten. Who brought the story? Wer brachte die Geschichte? What was their motive? Was war ihr Motiv? And what if Und was, wenn the story was wrong? die Geschichte falsch war? What if those who said you were special
Was, wenn die euch gesagt haben, ihr seid besonders, and they loved you because you were beautiful and special, und die euch geliebt haben, weil ihr wunderschön seid und besonders, what if they were right? was, wenn die recht hatten? The people who brought the story Die Menschen, die diese Geschichte gebracht haben, had just finished bombing Dresden. haben gerade Dresden fertig bebombt. The Americans in the day and the British in the night, or vice versa, over and over. Die Amerikaner tagsüber, die Briten in der Nacht oder umgekehrt, immer und immer wieder. And who was there in Dresden? Und wer war tatsächlich in Dresden? Soldiers, the SS, evil people? Soldaten, die SS, böse Menschen? No. Nein. There were women and children and babies. Babies just like I sat next to this morning. They were there. Frauen, Kinder und Babys. Babys genau wie dieses, was ich heute Morgen... You couldn't hit the bombers because they were too high. Und sie konnten die Bomber nicht sehen, weil sie so hoch oben waren. They couldn't see what happened on the ground because they didn't care. Und die Bomber konnten nicht sehen, was unten passierte, weil es ihnen egal war. Well, Professor, that's a long time ago. Naja, Professor, das ist schon sehr lange. We just need to forget it and get on with it. Wir müssen es einfach nur vergessen und weitermachen. You tell me how to get on with it. Tell me how. Sag du mir, wie kann man so weitermachen? If we had gotten on with it, there wouldn't be any fear. Wenn wir einfach weitergemacht hätten, dann gäbe es keine We Angst. wouldn't be afraid of political correctness. Dann hätten wir keine Angst vor politischer We Korrektheit. wouldn't be afraid of who's listening to us. Dann hätten wir keine Angst davor, wer uns gerade zuhört. I can walk up on the street in Stuttgart tomorrow morning Ich kann morgen schon in Stuttgart auf die Straße gehen and say, "Good morning." und sagen Guten Morgen. And the person, instead of greeting me, Und die Person, statt dass sie mich zurückgrüßt, will look over their shoulder. wird über die Schulter gucken. I'm serious. Happens every time. Passiert immer wieder. Who are they looking for? Nach wem halten sie Ausschau? What are they afraid of? Vor was haben sie Angst? They're afraid of the story. Sie haben Angst vor der Geschichte. But what if the story is wrong? Aber was, wenn die Geschichte falsch ist? What if the kindergarten teacher was wrong? Was, wenn die Kindergärtnerin falsch You know, war? if you want to work for Siemens or you want to work for a big company and make lots of money, you've got to get A's in school. You got to get the top mark in school. Wenn du für eine große Firma wie Siemens arbeiten möchtest, dann musst du schon in der Schule die besten Noten haben. And how do you get the top marks in school? Und wie bekommst du diese guten Noten? You repeat the story. Du wiederholst die Geschichte. Try asking a question of your teacher. Versuch mal deinem Lehrer eine Frage zu stellen. The grade goes down. Kriegst eine schlechtere Note. Your hopes go down. Deine Hoffnung geht runter. What kind of a way is that to live? Was ist das für eine Art zu leben? Nothing will be over with until the truth is known to you. Nothing will be over with. Gar nichts wird vorbei sein, bis du nicht die Wahrheit kennst. I don't ask you to join me. Ich bitte dich nicht, mir zu folgen. You're not ready to join me. Du bist noch nicht bereit, mir zu folgen. You're not ready to put yourself at risk. Du bist noch nicht bereit, selber ein Risiko einzugehen. But I was born for this. Aber ich bin dazu geboren. I have had to wait patiently. Ich musste geduldig warten. And whether it's in a rollstool or whether they have to drag me in, Und egal, ob im Rollstuhl oder ob sie mich hereinzerren müssen, I will keep moving day after day after day after day. ich werde weitermachen, Tag für Tag. Saying the things you cannot say. Und die Dinge sagen, die ihr nicht sagen könnt. Asking the questions you cannot ask. Und die Fragen stellen, die ihr nicht fragen könnt. Until circumstances come. Bis sich die Bedingungen ändern. In many meetings they ask me, sometimes with Lisa standing next to me.
In Meetings werde ich immer wieder gefragt, manchmal auch, wenn Lisa direkt neben mir steht. William, why are you still alive? Why? William, wieso bist du immer noch am Leben? They should have killed you 2 years ago. Die hätten dich schon vor 2 Jahren töten sollen. You should ask yourself the question. Du solltest dir diese Frage selbst stellen. Why is William still alive? Warum ist William immer noch am Leben? Because if I come to you Weil wenn ich zu euch komme and I spend an hour on my knees making sure that I'm not speaking, und ich 1 Stunde auf meinen Knien verbringe, um sicherzugehen, dass ich nicht derjenige bin, der spricht. not me speaking one word, Ich spreche nicht ein Wort. you don't need to hear from an old American. You don't need it. Du brauchst es nicht von einem alten Amerikaner zu You could hören. be watching soccer tonight. Du könntest heute Nacht Fußball schauen. Qatar versus... Katar gegen... I will be protected as long as I bring you the truth. Ich werde beschützt sein, solange wie ich euch die Wahrheit bringe. When I stop bringing you the truth, Wenn ich aufhöre, euch die I Wahrheit, will be gone. dann werde ich weg sein. Somebody said, we're going to put all the books up here, Constance's Kind. We're going to put the audio books up here, and we're going to sell them. Jemand sagte, wir werden die ganzen Bücher und Audiobücher von Konstanze hier auf die Bühne bringen. I said, no, you're not. Und ich habe gesagt, nein, das werdet ihr Not if you want me there. nicht, wenn ihr mich da haben wollt. When you bring someone the truth, Wenn du jemandem die Wahrheit bringst, when you bring someone the Word of God, wenn du jemandem das Wort Gottes bringst, you don't sell things. dann verkaufst du keine Sachen. You people in this room don't have any idea who you are. You have no idea. Ihr hier in diesem Raum, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wer ihr wirklich seid. You have no idea how precious you are in God's sight. No idea. Ihr habt keine Ahnung, wie wertvoll ihr seid In God's sight. in Gottes Auge. You have no idea how much God loves you in this room tonight. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr Gott euch liebt. So what does He want from you? Was will er von euch? Does He need your money? Braucht er euer Geld? I don't think so. Ich glaube nicht. Does He need you to go to church every Sunday? Will er von euch, dass ihr jeden Sonntag in die Kirche geht? I don't think He cares. Ich glaube nicht, dass ihm das etwas ausmacht. So what does He want? Also was will er denn? He wants you to remember Him Er will, dass du dich an ihn erinnerst. He wants you to live in the truth. Er will, dass du in Wahrheit lebst. He wants you to live in freedom. Er will, dass du in Freiheit He lebst. wants you to live in a sovereign nation. Er will, dass du in einer souveränen Nation lebst. And He wants you to remember in everything you do Er will, dass du in allem, was du tust, dich erinnerst, how much that He loves you. wie sehr er dich liebt. Hey, William, why do you love us? Why do you love us? William, warum liebst du uns? You see, I do love you. Wie ihr seht, ich liebe euch. I can't help myself but love you. Ich kann nicht anders. Ich liebe euch einfach. And I love you with a passion that is so strong that there are no words for it. Und ich liebe euch mit einer Leidenschaft, die ist so stark, dass es keine Worte dafür gibt. I love you so much Ich liebe euch so sehr, that I am willing to give my life dass ich bereit bin, mein Leben zu geben for you. für euch. And eventually I will. Und eines Tages werde ich dies auch. That's only a tiny, tiny bit of
of how much God loves you. Und das ist nur ein winzig kleiner Teil davon, wie Gott euch liebt. He wants you to be exactly as He created you to be. Exactly. Er will, dass du genau so bist, wie er dich geschaffen hat. He doesn't want you to be zweite Klasse Amerikanisch or zweite Klasse British or zweite Klasse anything. Er will nicht, dass du zweitklassiger Amerikaner oder Brite oder sonst was bist. He wants you to be erste Klasse exactly as He made you to be. Er möchte, dass du erstklassig bist, genau so, wie er dich geschaffen hat. That is your language, Das ist deine Sprache, your culture, deine Kultur, your music, deine Musik, your families, deine Familien, the way that you think about things. die Art, wie du über Dinge denkst. Then He will be happy. Dann wird er glücklich sein. He's not angry at you, Er ist nicht wütend auf dich, not at all, überhaupt nicht. but He is sad Aber er ist traurig, that you are not living fully dass du nicht voll lebst, who you really are. wer du wirklich bist. Now, across the border, they have a bigger problem. Auf der anderen Seite der Grenze haben sie noch größere Probleme. The German language is the most beautiful language in the world. Die deutsche Sprache ist die schönste Sprache der Welt. Because a little short fat man didn't like it, Weil ein kleiner, fetter Mann sie nicht mochte, was his problem, das war sein Problem, not your problem. nicht dein Problem. The German language creates beauty Die deutsche Sprache kreiert Schönheit, when it's spoken beautifully. wenn es auf eine schöne Art gesprochen wird. He wants you to be proud of who you are. Er möchte, dass du stolz darauf bist, And everything that goes along with who you are. der zu sein, der du bist und alles, was damit zu tun hat. And when I look out from my perspective, Und was ich sehe aus meiner Perspektive, I don't see a border. ich sehe keine Grenze. When I say Deutschtum, Wenn ich Deutschtum sage, I'm talking about what it means to be a German speaker. dann spreche ich darüber, was es bedeutet, jemand zu sein, der Deutsch spricht. You must be proud of who you are. Du musst stolz darauf sein, du zu Because sein. it is God who made you who you are. Denn es ist Gott, der dich so gemacht hat, wie du bist. And it pleases Him when you are fully yourself. Und es gefällt ihm, wenn du wirklich du bist. God is love. Gott ist Liebe. And it's love that drives out fear. Und es ist die Liebe, die die Angst verjagt. When you are yourselves, Wenn du selbst bist, you don't fear anything. dann hast du vor nichts Angst. Mann und Frau, you don't fear anything. Mann oder Frau, du hast keine Angst mehr. So that is the world that I'm bringing to you. Das ist die Welt, die ich zu euch bringe. But most of you in this room sense it's not going to come easy. Aber wie viele von euch wissen, es ist nicht einfach. And it's not. Es ist nicht einfach. But it is going to come. Aber sie wird kommen. Because it is the will of God. Denn es ist der Wille Gottes. And there is no government who can stop it. Und es None. gibt keine Regierung, die dies aufhalten kann. There's no police force or army who can stop it. Es gibt keine Polizei und keine Gewalt und keine Armee, die das aufhalten kann. They fight against God Himself and they will lose. Sie kämpfen gegen Gott und sie werden verlieren. And they know it. Und sie wissen es. They're all noise Es ist alles Lärm, to frighten you. um euch Angst zu machen. I do not claim that you are
a superior people. I don't claim that. Ich behaupte nicht, dass ihr bessere Leute seid, But I do claim you are a special people aber ich sage, dass ihr besondere Menschen seid. with gifts that other people don't have. Mit Fähigkeiten und Gaben, die andere Menschen nicht haben. And these are gifts that are desperately needed in a world that is falling apart. Und das sind Fähigkeiten, die diese Welt dringend benötigt, diese Welt, die gerade auseinanderfällt. The world is sick Die Welt ist krank and is getting sicker, und wird immer kränker. and they don't know what to do about it. Und sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. They need what you have. Sie brauchen das, was ihr habt. And soon you will start giving it. Und schon bald werdet ihr damit beginnen, es zu geben. And you will feel good about the sacrifice, good about the giving. Und es wird sich gut anfühlen, das zu geben. Und die Opfer werden sich gut anfühlen. And your lives will be full. Und eure Leben werden voll sein. What is the answer to all of your questions here tonight? What is the answer? Was ist die Antwort auf all eure Fragen heute Abend? Love is the only answer. Liebe ist die einzige Antwort. I'm an old man doing a job that's way too big for me. Ich bin ein alter Mann, der eine Aufgabe erfüllt, die viel zu groß ist für mich. But I'm confident that it will come to pass. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es kommen wird. As long as my love for you is pure and good, Solange meine Liebe für euch rein und gut ist, everything will come to pass. wird alles eintreten. I am very, very thankful that you came to be here tonight. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle heute Abend gekommen seid. There are times that I feel very lonely, Es gibt Zeiten, da fühle ich mich sehr einsam, very much alone. sehr, sehr alleine. And then someone will come up and give me a hug, Und dann kommt jemand und umarmt mich. and then I feel good again. Und dann fühle ich mich wieder gut. William, you love us, William, du liebst uns. and how do we love you? Wie können wir dich lieben? You're here. Ihr seid hier. You made a choice. Ihr habt eine Entscheidung getroffen. You listened to me patiently. Ihr habt mir geduldig zugehört. You were kind to me tonight. Ihr wart lieb zu mir heute. And who knows, maybe I will get a hug. Und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja noch eine Umarmung. I will stay and answer a couple of questions. Ich bleibe noch kurz und beantworte ein paar Fragen. But tomorrow morning is in Stuttgart, and then in Heidelberg, and then in Berlin, and then to Hamburg, and then back to Berlin. It never goes, oh, it's wonderful. Thank you so much. Thank you. Wow, that's good. That is wonderful. Thank you. So, thank you for coming out tonight. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid heute Abend. Thank you for letting me ask these questions. Vielen Dank, dass ihr erlaubt habt, dass ich diese Fragen stelle. The answers to the questions are a little different Die Antworten auf diese Fragen sind ein bisschen anders than what you've been told. als die, die ihr bisher kennt. I know the answers. Ich weiß die Antworten. Be patient. Seid geduldig. Okay, I'll take one or two questions. Ein oder zwei Fragen. Just raise your hand if you have one. Oh, good, there's no questions. Thank you. No. Zeigt auf, wenn ihr eine Frage Okay, habt. here we go. Go ahead, sir. In Deutsch? Auf Deutsch, bitte. Ja. Wir leben ja mittlerweile weltweit täglich in Lüge und Betrug. Wie lange werden wir das noch aushalten müssen? Oder müssen sich die Menschen sich aus eigener Kraft befreien? We're living in a world full of deceit. How long do we have to endure it? And do we have to free ourselves? No, you don't free yourself.
Ihr müsst euch nicht selber befreien. You're going to get hurt if you do that. Wenn du das tust, dann wirst du dich verletzen. You must let God be God. Du musst Gott Gott sein lassen. I'm not God. Ich bin nicht Gott. You're not God. Du bist nicht Gott. Let God be God. Lass Gott Gott sein. He will take care of the impossible, sir. Er wird sich um das Unmögliche kümmern. And you don't have to wait long. Und du musst nicht mehr lange warten. Circumstances are coming between now and early February, late January, early February. Things you'll go, whoa, Dinge werden whoa. passieren Ende Januar, Anfang Februar, wo du sagen wirst, Yeah. Where did that come from? woher kam denn das jetzt? Okay. And then more and more people will wake up. Mehr und mehr Menschen werden aufwachen. People who are like they're drugged today. Menschen, die heute noch wie unter Drogen stehen. They close their eyes. Sie haben die Augen zu, They close their ears. haben die Ohren zu. They refuse to see. Sie weigern sich zu sehen. They know everything's upside down, Sie wissen, dass alles verkehrt ist, but they're hoping that their laziness will solve the problem. aber sie hoffen, dass ihre Faulheit das Problem lösen wird. It won't. Es wird nicht. But you must be ready. Aber du musst bereit sein. You must be alert. Du musst Alert. sein. Okay? And start tonight Beginn heute Abend in everything you do. mit allem, was du tust. You don't have to march to church. Du musst nicht in die Kirche gehen. God looks at your heart. Gott schaut auf dein Herz. Start remembering Him Beginne damit, ihn zu erinnern. in your own way. Deine eigene Art. Make Him part of your life. Lass ihn Teil deines Lebens werden. You'll like the results. Dir werden die Resultate davon gefallen. No. Stay away from violence. Halte dich fern von Gewalt. You're just walking right into a trap. Du wirst nur direkt in eine Falle laufen. One more question, please. Noch eine Frage bitte. There on the left. Ah, here on the left. Yes. He wants to give you a hug. Oh my. Good. Come and give me a hug. Oh wow. That is a good hug. That is a good hug. So I always have to be careful of questions coming from behind me on the left. That's the sniper position. Man muss immer aufpassen, so Fragen, die von hinten links kommen, weil das ist die Sniper-Position, Yeah, die that's Scharfschützenposition. the Freischütz position over there. Okay, but that was a hug. I like that, so that's good. Okay, if there's no more questions, Keine Frage mehr? Gar keine any more? Go ahead, sir. Okay, right over here. I got you, and I'll come back to you. Go ahead, sir. Ich hätte gerne gewusst, wie nimmst du Gott wahr? How do you... Gott, spricht der Geist zu deinem Geist, durchdringt er deine Seele, sind es Visionen? How do you perceive God? Do you have visions? Do you hear Him? Does He... Yeah, how do you contact God? Well, it was only 8 weeks ago. Erst vor 8 Wochen. Lisa and I and Ziggy Siggi, Lisa und ich were sitting in front of the fireplace, sind vorm Feuer gesessen and we said, we'll have a Christmas party. We'll have friends over. und haben geplant, wir werden eine Weihnachtsfeier machen und Freunde einladen. And that night, I'm answering your question. That night, Und in diesem Abend I could not sleep, konnte ich nicht schlafen. and I knew what that meant. Und ich wusste, was And das I got up out of bed, Also ging ich aus dem Bett and I went up into the highest attic. und dann ging ich ganz oben in den Dachboden. It's an old Harry Potter house. Ein altes Harry Potter Haus. And I got down on my knees. It's totally dark. There's no electricity up there. None. Es ist völlig dunkel, keine Elektrizität und ich habe mich hingekniet. Fledermaus, yeah. No electricity. Fledermäuse, ja. Kein Licht. And I said, God, what do you want? Und ich sagte, Gott, was willst du? He said, you're going back to the Rhine. Und er sagte, du gehst zurück zum Rhein. I said, oh no. Und ich sagte, oh nein. When? Wann? Now. Jetzt. What do I do? Also was tue ich? Nothing. Nichts. You'll walk the Rhine from the south to the north.
Du gehst am Rhein entlang vom You're Süden going to in get Norden. wet in the rain. Du wirst nass werden im Regen. Don't talk to anybody Rede mit niemandem, but me. außer zu mir. I will meet you. Ich werde dich dort I'll treffen. tell you what to do. Und ich werde dir sagen, was du dort tun sollst. These people are in danger. Diese Menschen stehen in Gefahr. There is a bullet heading for them. Das ist eine Kugel ist unterwegs zu ihnen. They don't even know it. Sie wissen es noch nicht. They are asleep. Sie schlafen. You must go. Du musst dorthin gehen. Walk the Rhine. Lauf entlang des Rheins Talk to me alone. und rede nur mit mir. And they will be safe. Und sie werden gerettet sein. Do you know how much it costs to get a ticket for the next day? Weißt du, wie teuer das ist, für den nächsten Tag einen Flug zu buchen? 2 days later, I was on the Rhine. 2 Tage später war ich am Rhein. God doesn't talk to me all the time. Gott spricht nicht ständig zu mir. Way too often, He ignores me entirely. Viel zu oft ignoriert er mich sogar I völlig. said, God, am I talking to the ceiling? Und ich frage mich, rede ich eigentlich gerade zur Decke? Where are you? Wo bist du? Why have you left me so alone? Warum hast du mich so allein gelassen? And all of a sudden, He does. Und plötzlich tut er es doch. And He's never let me down. Er Never. hat mich noch nie im Stich gelassen. He told me the date that the wall would fall 2 years in advance. Er hat mir das Datum, wo die Mauer fallen wird, 2 Jahre vorher gesagt. And He said, go and tell them. Und er hat gesagt, geh und erzähl ihnen davon. 2 years after the wall fell, 2 Jahre nachdem die Mauer gefallen war, Grafin Dernhoff der Graf Dürnhoff said, William, sagte, William, who are you wer bist du, that you told me the date 2 years in advance? Who are you? dass du mir das Datum 2 Jahre vorher sagen konntest? Wer bist du? You must be with the CIA. Du musst bei der CIA sein. They don't know anything. Die wissen gar nichts. If I am faithful Wenn ich Vertrauen habe and my love for you is pure, und meine Liebe zu euch rein ist, when God wants to, wenn Gott will, He will tell me. dann wird er es mir sagen. He has never lied to me. Er hat mich noch nie angelogen. When Lisa sees me coming down the stairs, Wenn Lisa mich runterkommen sieht von den Treppen, she goes, oh no, dann macht sie, oh nein, here we go again. jetzt geht's wieder los. We sat in Thanksgiving traffic for 4 hours, Wir waren 4 Stunden im Stau von Thanksgiving, creeping 6 inches Zentimeter für Zentimeter vorwärts kriechend, to get to the airport to come to you tonight. um zum Flughafen zu gelangen, damit ich heute Abend hier bei euch sein kann. You've got some surprises coming, sir, Ihr werdet noch einige Überraschungen erleben, but they will bring you freedom, aber diese werden euch Freiheit bringen. more freedom than you have now, Mehr Freiheit, als ihr jetzt habt. and soon. Bald. Did somebody else have their hand up? Okay, just a minute, sir. I've already got a hug from you. Okay, go ahead. Welche Art von Gefahr meinen Sie, Which kind of danger are you talking about dass Deutschland in so großer Gefahr when you speak of Germany? There had been a rash decision made Da gab es eine überstürzte Entscheidung, to punish Germany. die Deutschen zu bestrafen, For making some very bad decisions. weil sie sehr schlechte Entscheidungen getroffen haben. The decision was reversed. Die Entscheidung wurde zurückgenommen. For now. Erstmal. Only for now. Nur erstmal. You can't keep making bad decisions and escape the consequences. Du kannst nicht immer wieder schlechte Entscheidungen treffen und den Konsequenzen entfliehen.
God has a way. Gott hat seine eigene Art. And when you ignore him Und wenn du ihn ignorierst and do the opposite, und das Gegenteil tust, you're walking on thin ice. dann gehst du auf sehr dünnem Eis. They're not out of the woods yet. Sie sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. You know, before I say something stupid, Bevor ich etwas Dummes sage, it's really time for me to go. ist es jetzt wirklich an der Zeit zu gehen für mich. Thank you so much for being here. Thank you. Vielen, vielen Dank.